Die Woge der Begeisterung. So, und wenn man bei uns auch ein bisschen sucht, dann findet man auch in der Heimatregion ein Habitat geeignet für die Roach. Da hinten, da gibt es dann kein Teer mehr. Das wollte ich euch kurz sagen, das gibt's. Und dann will ich euch noch was sagen, und zwar einen Handyhalter. Ich habe mir einen Handyhalter gebaut, man nimmt also dieses Handy und will das da vorne schön reinbauen. Da, dann nimmt man das, kann das dann reinmachen und festschrauben. USB-Anschluss ist ja auch gleich da, dementsprechend für mich eine saubere Lösung. Das schaut stabil aus. Befestigt habe ich das alles mit einem kleinen Baumarktbügel. Den habe ich zurechtgemacht und schwarz lackiert. Nicht besonders schön, aber für mich reicht das. Und mit 2 Schrauben da vorne festgemacht. Und da unten habe ich noch 2 so Moosgummi drin, damit da nichts verkratzt wird. Und das ist eine stabile Geschichte, also das passt doch gut. Ist das nicht schön, ha? Wunderbar, genau so wollte ich es haben. So, und es geht weiter mit der Roach und wir schauen einmal, wie viele Kilometer das wir haben mittlerweile. Und zwar haben wir 264 Kilometer bis jetzt, also es läuft langsam, aber es läuft dahin. Außerdem habe ich noch eine tolle Funktion gefunden. Und zwar, wenn man von Übergewicht geplagt ist, ja, ich bin auch Betroffener, oder mal einen Sozius mitnimmt oder ein Gepäck, dann ist der Scheinwerfer irgendwann nicht mehr auf der Höhe der Zeit und der scheint zu hoch oder zu tief. Das kann man aber einstellen, das ist gar kein Problem. Dafür braucht man einen 10er Gabelschlüssel und schauen da unten rein. Hier hinten ist eine Schraube, mit der man den Scheinwerfer in der Höhe variieren kann. Hierbei gilt, rechts rum ist für nach oben und links rum ist für nach unten. Steht in keiner Bedienerleitung, daher dieser Tipp. Und da ist der Deckel da drin und ich schaffe das irgendwie bei jedem zweiten, dritten Mal, dass ich absteige, dass ich die mit meinen Stiefeln mit rausziehe. Also die muss ich mal irgendwie einkleben oder ich lasse ihn gleich ganz weg. Ja, ich weiß, es sind wieder die Hände im Bild, gell? Aber das ist ja so ein bisschen ein Markenzeichen, oder? Gut, wir packen es wieder. Das hat schon auch was, gell? Sakrale Bauten, irgendwo haben sie dann doch so ein bisschen was. Gut. So, die Sache mit dem ABS wollte ich euch noch sagen. Und zwar, Zündung an. Wir haben hier diesen ABS-Schalter. Den drücken wir jetzt etwa 5 Sekunden,
bis das ABS-Lampe zum Blinken anfängt. Jetzt habe ich die Taste losgelassen und die ABS-Leuchte blinkt langsam vor sich hin. Und das ist das Zeichen, dass das ABS hinten abgeschalten ist, vorne weiterhin aktiv. Mit jetzt mal Zündungswechsel geht das wieder aus. Gut, packen wir es wieder. Und apropos Bedienanleitung, das ist die asiatische und mittlerweile ist auch die europäische, also in dem Fall in Deutsch, angekommen. Zwischen der asiatischen und der deutschen gibt es wirklich signifikante Unterschiede, speziell jetzt beim Einfahren und bei den Serviceintervalle. Da sind wir da klar im Vorteil. Den Asiaten trauen scheinbar weniger zu oder die haben einen schlechteren Sprit oder die haben ein anderes Umgehen. Okay, aber es ist beides da, alles da, wunderbar. Ein weiterer Statusbericht. Wir schauen einmal nach, was wir an Kilometer haben. Wir haben 401 Kilometer und wir haben eine Kleinigkeit geändert, aber wirklich nur eine Kleinigkeit. Und zwar haben wir da eine Hecktasche jetzt montiert. Das ist nichts Großartiges, das ist eher von der günstigen Art. Ob das jetzt dauerhaft dran bleibt, weiß ich nicht. Aber ich habe zumindest mal was, wo ich mein Verbandspackerl, Warnweste oder sonst irgendwas reinbringe. Und dann habe ich noch was. Und zwar zur Tieferlegung hinten. Das Ganze basiert ja darauf, dass der Abstand in dem U-Winkel, der an dem Stoßdämpfer dran ist, verkürzt ist. Und da habe ich mittlerweile was Offizielles gefunden, was wohl mit ABE ausgeliefert wird. Da werde ich vielleicht früher oder später Kunde werden. Ansonsten geht es weiter, scheinbar erst einmal als Regenfahrt. Zumindest fängt es gerade zu regnen an. Auf geht's! Ja, das war ein kleiner Zwischenbericht. Und weiter geht's auf der Woge der Begeisterung. Trotzdem ABS an. Das gibt's doch gar nicht, sag einmal. Nicht so blöd dafür, oder was?